Einen wunderschönen und willkommen zu einem kleinen Video zur Stronghold Crusader Definitive Edition, die am 15. Juli diesen Jahres released wird. Ich habe gestern das Video von Firefly Studios gesehen bezüglich der Erstellung der verschiedenen Game Assets vom Bereich 2D, 3D, Umgebung und auch UI. Und eine Sache ist mir dort aufgefallen unter anderem, nämlich diese Struktur hier. Die Software, die hier im Hintergrund genutzt wird, ist Blender. Ich nehme mal an, Blender Version 4 oder höher. Und diese Struktur hier ist ein Mesh, was dort drin gebaut wurde, texturiert wird und auch rausgerendert wird fürs Spiel. Und dazu habe ich ja auch schon Tutorials auf meinem Hauptkanal gemacht und diese Software dort vorgestellt. Aber interessanter war für mich die Frage, wenn das Gebäude und alle anderen in Blender schon gebaut sind, gibt es das bereits in der Definitive Edition Demo, ja oder nein? Denn hier im Video kurz vorher wurden unter anderem diese Ruinen alle gezeigt. Wir haben einmal hier diese eher antiken Torbögen, Säulen und Ruinen davon, sowie auch hier die neuen Pyramiden und die Sphinx, die hier oben zu sehen sind. Und ich wollte mal wissen, ob in der aktuellen Demo auf Steam, die ja schon für euch alle abgelaufen ist, das Ganze enthalten ist und ob ich noch etwas mehr herausfinden kann. Deswegen bin ich mal hingegangen und habe mich dort ein bisschen umgesehen. Und das möchte ich dir jetzt in diesem Video mal zeigen und präsentieren. Deswegen ganz wichtiger Disclaimer vorab. Das, was ihr in diesem Video seht und auch kaputte UI und kaputte Verhaltensweisen, ist nicht Teil der Demo und wird auch wahrscheinlich nicht Teil des Vollspiels sein. Davon könnt ihr in jedem Fall ausgehen. Ich habe jetzt bewusst Dinge kaputt gemacht und zum Experimentieren genutzt, um die euch in diesem Video zu zeigen. Das Ganze ist auch nicht mehr auf Steam spielbar. Bis die nächste Demo kommt, vergeht vermutlich auch ein bisschen Zeit. Aber Zeit ist das Stichwort. Wir gehen in die Mission Der Sand der Zeit hinein und gucken uns das dort mal alles genauer an. Pause. Wie gesagt, nicht wundern hier unten, dass die UI kaputt ist, habe ich bewusst so gemacht zum Zeigen in der heutigen Folge. Und wir starten mal der Reihe nach mit den typischen Gebäuden, damit die Stimme im Hintergrund aufhört zu meckern. Deswegen Tempo runterschrauben mal ganz kurz auf Spieltempo 5 oder 10, dass wir ein bisschen Ruhe haben. Und dann gucken wir da mal eben rein. Und ja, das Spieltempo habe ich auch schon gemoddet, dass es bis 300 bzw. bis knapp 3000 eher hochlaufen kann. Und wie in der Stronghold 1 Definitive Edition ist das Spieltempo hier gekoppelt an die FPS eures Games. Also wenn irgendwann das Spieltempo höher wäre als die maximalen FPS, die ihr mit dem Game haben könnt, dann hat es keine Auswirkung mehr. Aber schauen wir uns mal erstmal die Game Features so im Kern an, und zwar bei den Gebäuden. Beginnen wir mal bei den Burggebäuden. Das meiste hiervon habt ihr schon in der Demo gesehen. Und zwar unter anderem auch die Unterkunft. Wir haben hier einmal die reguläre europäische Unterkunft, die wir bauen können. Die ist euch nicht fremd. Was aber in der Demo für euch nicht verfügbar war, ist unter anderem hier der Söldnerposten. Das ist das Gebäude hier. So wird der im Spiel nachher aussehen in der Definitive Edition. Und auch für euch nicht baubar war die beduinische Palisade, das neue Gebäude zum Ausbilden der beduinischen Truppen. Ich kann ja auch drauf gehen, aber ihr seht, diese UI ist noch nicht in der Demo enthalten. Ich glaube, da wird man einfach uns ein bisschen zuvorkommen, um nicht so viel illegale Dinge zu tun. Also eben Truppen zu nutzen oder Mechaniken freizuschalten, da kommt halt eben hier noch nichts für uns. Interessanter finde ich aber die Tatsache, dass wir nicht nur diese normalen Gebäude haben, sondern wie in Crusader Extreme auch die Außenposten haben. Ich meine, mir war klar, dass diese im Spiel sein werden, aber dass die auch schon in der Demo verfügbar sind und theoretisch auch in der Demo freischaltbar sind mit der richtigen Codeänderung meinerseits, das ist interessanter. Und zwar hier unten beim Bereich Bergfriede. Wir kennen klassisch diesen Bergfried hier für die typischen Deathmatch-Spiele und auch Spieler gegen KIs, also PvE und PvP-Spiele. Aus dem Tutorial kennen wir das Herrenhaus. Das ist ja in der Demo schon gesehen und auch enthalten, denn wir können das normale Tutorial öffnen und da finden wir diesen Bergfried. Und in der Story-Mission Ashkelon finden wir das Bollwerk, das ist dieses Gebäude hier.
Wenn wir das bauen würden, würde der vorherige Bergfried hier abgerissen werden und die Leute würden dahin wandern. Aber das will ich jetzt mal gerade nicht machen. Was ich dir eher zeigen möchte, ist wie angeteasert die Crusader Extreme Außenposten. Denn es gibt nämlich im gleichen Menü wie die Bergfriede im Karten-Editor später diese 3 Gebäudearten. Wir haben zum einen hier einmal den beduinischen Außenposten. Einfach der kleine Spawner, genau wie das Gebäude hier neben, nur das 5×5 hier oben, was nachher auch für KIs diese Truppen spawnen kann. Bauen wir doch mal hier eine Reihe von denen hin. Dann haben wir hier 7, 8, 9, 10 Stück. So. Die können wir hier hinbauen. Dann haben wir den arabischen Außenposten. Den kennen wir auch aus Crusader Extreme. Lassen wir daneben immer zwischendrin ein bisschen Platz fürs Truppenspawnen. Das können wir hier mal auch aufs Maximale hin ausreizen. Ungefähr so. Und dann haben wir noch den europäischen Außenposten. So, dann haben wir von jeder Gebäudeart hier 10 Stück. Das dürfte uns mehr als genug Verteidigungstruppen spawnen, um die gesamten Angriffswellen der KIs zu überleben. Mit denen beschäftigen wir uns im Laufe des Videos später nochmal. Wir gehen aber erstmal an eine freie Stelle und gucken uns mal die Ruinen genauer an. Denn wir gehen mal hier links auf den Platz, wo ein Spieler wäre. Denn bei den Ruinen gibt es einige, die wir uns anschauen können. Und wie gesagt, nicht irritiert sein, hier unten diese Menüs, Ruinen platzieren, Leute platzieren für diese verschiedenen Arten hier, die sind nachher nur im Karten-Editor verfügbar und nicht im nativen Spiel. Also gehen wir mal auf die Ruinen drauf und gucken uns das mal der Reihe nach an. Wir haben zum einen hier diese Einerkacheln. Fangen wir mal hier oben links an, da haben wir die erste. Und die erste Bauregel hier ist auch, Ruinen können nicht aneinander gebaut werden. Seid der viertgrößte Lord. Viertgrößter? Warte ab, bis meine Armee gespawnt ist. Ruinen können nicht direkt aneinander gebaut werden, da muss immer eine Kachel frei bleiben. Auch bei normalen Gebäuden übrigens das gleiche. Wir können jetzt hier einen Holzfäller nehmen und ihr seht hier, der kann dahin gehen, währenddessen aber Ruine an Ruine nicht geht. Also unsere Gebäude sind von dieser Limitierung ausgenommen. Dann haben wir einmal das hier, die 2×2 Ruinen. Gefolgt von dieser 2×2 Ruine, das ist dann die hier. Dann haben wir noch eine weitere hier. Da sind nur die Steine etwas anders platziert. Und dann kommt schon die 4×4 Ruine hier, nämlich die zerstörten Hütten, die wir auch schon aus Crusader kennen. Ich glaube, die dürften nicht neu sein. Dann haben wir hier 3, 6, 7, 8. Kurz nachzählen, das müsste passen soweit, ja. Und für uns neu hier diese Sphinx. Die machen wir mal hier oben links hin. So. Die Sphinx können wir auch nur von einer Seite aus sehen. Die rotiert sich mit unserer View immer mit. Als nächstes haben wir den zweiten Bereich hier. Und zwar die weiteren Ruinen, wo auch wieder Gebäude dabei sind und auch die Pyramiden sowie das Schiffsdock. Hier haben wir einmal das hier. Dann wieder an einer Platzierung. Wir haben diese Ruine hier. Einen kleinen Steinstapel von der Hütte. Dann haben wir komplettes Häuschen, was eingestürzt ist. Dann kommt hier schon die erste größere Pyramide. Gehen wir mal ungefähr dahin. Dann haben wir die zweite große, das ist diese hier. Und zum Schluss eine eher kleinere, die können wir mal hier hinstellen. Und hier der Hafen eben, das Schiffsdock, was ihr auch schon in der Mission Ashkelon gesehen habt. Das Ganze können wir hier auch platzieren, wohin wir möchten, hat keine wirkliche Bauregel. Gehen wir mal hier oben so ein bisschen, dass wir in den Fluss reinkommen würden, so rein theoretisch. Ihr seht auch drumherum wird dieser Sandboden erzeugt. Versuchen wir mal gerade noch einen anderen Spot zu finden, wo es eventuell hinpasst. Hier eventuell. So, dass man hier quasi in den Fluss fahren könnte. Das sähe halt besser aus, wenn die Karte eher Ozean statt
Flusswasser hätte. Und nach dieser Ruine kommt noch ein dritter Tab, und zwar mit den antiken Ruinen. Die platzieren wir mal hier unten. Da haben wir einmal so eine Säule auf dem Boden liegend, das gleich noch mit einer anderen Richtung. Dann haben wir hier eine abgebrochene Ruine. Dann haben wir einmal diese hier mit einer abstehenden Säule leicht. Dann haben wir eine halbe Säule. Eine komplette Säule. Gehen wir mal dahin. Dann kommt hier dieses, das müsste 3×3 sein. Dieses 3×3-Konstrukt. Das finde ich schon ganz hübsch. Dann haben wir einmal diesen Bereich hier. Und das kann vielleicht auch ein Stück von so einem Bogen sein, der hier war und der umgestürzt wurde oder eben beschossen wurde, je nachdem. Dann haben wir das gleiche noch in die Richtung eher. Hier so ein kleiner Altar mit eben einem kleinen Steinbogen hier. Und wir haben noch einmal diese Ruine hier. So. Ich finde, das hier könnte so... Ja, was ist das? Ist das eine Art Schrein, je nachdem? Eine kleine Plattform in jedem Fall mit 3, 4 Säulen. Und was wir eben im Video gesehen haben, die letzte Ruinenart, ist diese hier. Die platzieren wir mal hier. Das ist dieser Torbogen, der Beliebtheit sinkt. Ja, ist ja gut. Das hier ist dieser Torbogen, der zerstört wurde und der im Video auch sehr detailreich aussah. Und zwar nochmal zum Zeigen. Gehen wir nochmal hier hin. Das ist, wie gesagt, der hier. Der nachher hier so in-game aussieht. Und hier sind viele kleine Details drauf, die in-game leider ein bisschen verschwommen sind und eben nicht mehr ganz so gut durchkommen. Aber trotzdem ist noch grob erkennbar, was es ist. Und dann bleiben noch 2 Ruinen übrig, und zwar eben die typischen Turmruinen. Die sind ja auch schon in Crusader drin gewesen. So, damit haben wir hier einmal alle Ruinen und Strukturen auf einen Blick. Ich würde sagen, als Favoriten habe ich hier... Seid der viertgrößte Lord. Ja, danke dafür. Wir haben hier diesen Torbogen, den finde ich sehr hübsch. Ich mag die Sphinx, auch wenn die ein bisschen vom Gelbton von den anderen hier absteht. Aber sonst ist eigentlich mein Lieblingsset eher dieses Antike hier unten. Das hat so ein bisschen vielleicht Ägypten-Vibes. Also, wenn man die Pyramiden nimmt, Pyramiden von Gizeh zum Beispiel, allgemein so das Ägypten-Thema, ich glaube, das wird mit irgendeiner KI aufgegriffen werden. Wenn ich jetzt ganz blöd schätzen müsste, und das wird jetzt mal ganz weit hergeholt, wird es in irgendeiner Erweiterung vielleicht einen Pharao als KI-Gegner geben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde storymäßig schon sehr gut passen. Vor allem, was auch in dem Video ja zu sehen war, was wir gerade mal anschneiden können, ist ja, bei Thema Artbereiche hinten wurde das KI-Interface vorgestellt, und zwar das hier. Ihr seht hier, wir haben in der oberen Reihe 13 KIs, in der unteren nochmal die 6. Das heißt, hier hinten sind noch 6 Plätze übrig. Im Code wurden 25 angelegt, nicht 26. Deswegen, vielleicht wird das noch erweitert. Vielleicht kriegen wir auch noch irgendwann eine dritte Reihe hier unten. Wer weiß das schon. Aber wenn schon die Möglichkeiten da sind, mehr KIs zu bekommen, ich würde mich drüber freuen. Vielleicht auch das ein oder andere Gesicht aus Crusader 2 eventuell. Vielleicht noch ein bisschen mehr weibliche Charaktere. Ich habe keine Ahnung, wo die Reise hingeht, aber Potenzial ist in jedem Falle da. Aber bevor wir jetzt das Video abrunden, möchte ich euch eine Sache noch zeigen. Und zwar, wir gehen mal auf ein hohes Spieltempo hier. Und ihr guckt euch mal hier unten die Truppenhorde an. Ihr seht, die Spawner funktionieren und ich lasse mal hier einfach mal die Anzeige laufen. Genießt es. Ihr seht die Truppenanzahl steigen. Wir sind bei 1000. Es geht noch weiter.
Während die da unten am Fighten sind, hier unten noch die Menüs. Leute platzieren, da haben wir einmal alle europäischen Truppen. Ja, ist ja gut, Nomade. Bei den europäischen Einheiten hier sind nur die Bodeneinheiten drin. Dann haben wir die Belagerungsgeräte. Ihr klammert euch an diese Felsen wie eine senile Krabbe. Wir werden euch schon von ihnen lösen. Jetzt ist mal gut, Nomade. Ja, jetzt ist mal gut. Dann haben wir im Reiter Belagerungsgeräte hier unten das Schild, Katapult, Tribock, Rambock und den Belagerungsturm. Dann kommt der Reiter arabische Einheiten, die wir auch schon kennen aus Crusader. Und da ist auch die Feuerballiste dabei. Und zum Schluss als 5. Tab haben wir hier eben die beduinischen Einheiten eben. Mit einmal dem Scharmützler, dem Pionier, dem Lanzenträger auf Kamel, dem schweren Kamel, dem Zerstörer. Dann haben wir einmal den Eunuch. Dann haben wir den Heiler und da hinten haben wir den Laurerer. Und ihr merkt, diese Truppen hier unten werden nur platzierbar im Karteneditor, genau wie die Ruinen. Und es gibt übrigens noch weitere Änderungen, die kommen. Nämlich beim Platzieren von Map-Elementen wird es so sein, dass noch größere Teiche kommen und auch Erdlöcher. Ja, ich glaube, es spawnen keine Truppen mehr, ne? Na, aber da kommen noch ein paar. Ein paar von den Spawnern machen noch ihre Arbeit. Wenn wir hier wirklich das Crusader Extreme Truppenlimit haben sollten, dann müssten wir bei einer Grenze von 2500 Mann sein, weil 10.000 Truppen durch 4 Spieler. Oh, Kalif freut sich. Kalif wäre stolz auf uns. Ein bisschen Maulei hat noch keinem geschadet. So. Mal hier ein bisschen Action machen. Ah, Musik in meinen Ohren. Aber ja, mit allen Spawnern und dem Truppenlimit, ich glaube, wir werden nicht mehr als 2200 bekommen. Das sind jetzt nicht ganz 2500 Truppen, aber mehr als genug in jedem Falle zum Experimentieren. Und bei dieser riesigen Horde hier, wir lassen die mal auf die Gegner laufen, zum zeigen, wie das aussehen würde. Genießt das. Genießt das. Gehen wir mal auf Tempo 200, auf Tempo 300. Und lauft. Alle ihr eigenes Tempo. Eine Nachricht vom Nomaden. Zeit weiterzuziehen. Das sieht so absolut cool aus. Eine Nachricht vom Nomaden. Komm, dann sehen wir, ob ihr es mit uns aufnehmen könnt. Kommt! Ja. Der hat einen +3 Bonus, wie das aussieht, ne? Oh, die Zerstörer. Gute Idee eigentlich. Warte mal. Ich glaube, die Zerstörer und Streitkolben. Sklaven. Konntet ihr euch wieder nicht beherrschen? Immer noch da oben hin. Eine Nachricht vom Nomaden. Zeit weiterzuziehen. Das wird schön werden. Eine Nachricht vom Nomaden. Komm, dann sehen wir, ob ihr es mit uns aufnehmen könnt. Wohin gehen wir? Schwertis hoch da.
Und los! Eine Nachricht vom Nomaden auf dem Wüstenwind. So weit, so gut. Also bei diesen Truppenlimits, ich würde mir wünschen, dass die KIs bis dahin skalieren können. Dass sie wirklich nicht einfach eine Begrenzung haben, wie bei Crusader. Ich glaube, 300 Truppen, 500 Truppen. Wenn KIs wirklich bis zur maximalen Truppengrenze hochskalieren könnten, das wäre so mega. So, gehen wir doch mal hier unten rum. Und die Truppen spawnen hinten auch nur bedingt nach. Also das Einheitenlimit erhöht sich pro Spieler nicht, wenn andere aus dem Spiel ausscheiden. Oder? أؤمرنا. بالتأكيد. Moment mal, warum haben wir 692 Truppen? Das sind hier unten Bauern. Ich glaube, dass wenn... Doch, ich erinnere mich, diesen Bug gab es dadurch, dass diese Kamelreiter im Einsatz sind, unter anderem. Also, das ist ein Bug, den ich beim Experimentieren gefunden hatte. Seid gegrüßt. Das müssten die hier sein. Ich glaube, die waren schuld daran, dass man unter anderem hier diesen Bauern-Bug in der Demo hat. Aber wie gesagt, das ist ein Bug, vielleicht auch durchs Experimentieren entstanden. Das kann ruhig passieren. Jetzt ein kleiner Teaser für euch. Ich bin ja, wie gesagt, dabei, einen eigenen AIV-Editor zu basteln. Hab hier schon mal so eine experimentelle Burg hochgezogen, ohne jetzt wirklich hier Truppenspots zu belegen. Aber das Ding ist quasi Work in Progress, also in Arbeit auf Deutsch gesagt. Und ich baue einen neuen AIV-Editor, der wirklich die Grafiken vom Spiel nimmt. Und da war hier der Wächter, mein Versuchskaninchen für eine eigen erstellte Burg mit meinem eigenen Tool. Und das ist momentan mal so ein kleiner Prototyp davon. Bei den Truppenspots bin ich noch dran. Da werde ich in Zukunft auch ein Video machen, wenn der soweit ist und man dann mit dem neuen sowohl für Crusader als auch die Definitive Edition dann damit KI-Burgen erstellen kann. Und wie sie wächst, hör mal. So, kommt mal mit, Katapulte dahin. Haben wir die Feuerballisten hier irgendwo. 18 Stück, das reicht auch mehr als aus. Kommt mal mit, Jungs. Lasst uns Spaß haben. Währenddessen auch zum Zeigen mal gerade die neuen Truppentypen. Die europäischen kennen wir schon, die arabischen kennen wir auch schon. Da haben wir die 4 neuen Truppenarten. Eine Nachricht vom Westen. Euer Ernst? Einmal kurz über den Haufen rennen lassen. Dann haben wir hier unsere Scharmützler. Das sind diese weißen Truppen. Dann haben wir als nächstes diese hier. Die schweren. Und hier unsere Zerstörer. Eine Nachricht vom Westen. Nun, Balliste bereit, my lord. der Spaß muss sein. Hochgekurbelt. Ein unmögliches Ziel. Der Kalif wäre hier einfach sehr, sehr stolz, oder? Sind wir mal ehrlich. Balliste bereit, my lord. Vor allem, wie schnell die Mauern hier wegfallen. Gehen wir mal auf Spieltempo 90 runter.
Nur mal Tempo 90, der Turm hier. Halt überhaupt kein Thema für die. Balliste bereit. Geht mal da runter, geht mal chillen. So. Und jetzt, Jungs, habt Spaß und legt ihn einfach mal da oben um. Wobei, sollen wir es den überlassen? Frauenpower ein bisschen. Mal her. Die sind so richtig schön schnell, gefällt mir übrigens sehr gut. Einmal hier belagern. Jungs, احنا نخدمك. ihr habt doch hinten noch einen Bogenschützen, ne? Ja, genau. نركب للمعركة. حركوا الجمال. Da kann man mal die Jungs hier ranholen. تمكن بي. شايف. مثل قطع الصحراء. Da kommen dann die Speere. Und zum Schluss die Zerstörer. الصحراء. خذوا أدواتكم. Wir werden überfallen. Eine Nachricht vom Wächter. Ich komme. Ich möchte nicht wissen, wohin du kommst oder wie du kommst. Aber das reicht mir aus. Die Waffenkammer ist voll. Denn ich my würde nämlich gerne beenden, oder dass es als Sieg zählt. Denn wie gesagt, die Demo ist eigentlich nicht mehr verfügbar. Aber ja, jetzt habt ihr gesehen, die Crusader Extreme Truppen, die Spawner sind da, die neuen Ruinen sind da. Es wird in jedem Falle in Crusader Definitive Edition eine Menge Action geben und ich freue mich riesig drauf. Was hat euch von diesem Video hier am meisten gefallen? Die Spawner, die Strukturen, die Einheiten und ihre Mechaniken? Schreibt es gerne mal in die Kommentare und sonst lasst gerne ein Like da und abonniert, wenn ihr mehr sehen möchtet. Auf dem Hauptchannel gibt es auch Tutorials zu unter anderem Blender und 3D-Modellierung selbst lernen sowie Spieleentwicklung. Wen es interessiert, gerne mal dort vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.